Herzlich willkommen. Grille des Todes, die geile Rädli-Gabel haben wir letztes Mal gesehen. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Fuck. Motor. Kommt ein E50 drunter. Ein bisschen etwas Spezielles. Hier haben wir einen originalen Metra-Kit. Und ich werde euch mal zeigen, was für Komponenten verbauen wir da. Das ist geil. Also, wir machen jetzt ja doch schon bald 3 Jahre die Videogeschichten etc. Wir wollen uns natürlich stetig verbessern, oder? Für uns ist das immer ein bisschen schwierig. Gefällt euch das da draussen, was wir da machen, oder? Wie wollen wir das messen? Und jetzt haben wir gedacht, komm, wir machen da mal eine Umfrage. Ich weiss, Halleluja, es gibt eine Online-Umfrage. Das hasst jeder. Wir haben es wirklich probiert, so kurz zu halten wie möglich, aber das hat ja einen Sinn, nämlich, dass wir verstehen, was euch passt und wo für uns noch Verbesserungspotenzial ist. Und wenn ihr mal an die Werkstattbar kommt und uns das zeigt, dann habt ihr auch ein Freibier zu gut. Also, uns hilft es unheimlich weiter, wenn ihr die Umfrage sehr, sehr ehrlich, ist ganz wichtig, ausfüllt. Es wäre genial. Und ich danke euch schon im Voraus, dass ihr da mitmacht. Und bis bald an der Bar. Also, ich habe hier plus 1 mm Kurbelwelle, also ganz ein bisschen mehr Hub, Swing. 2.0, Original Stirnrad und den Rest kommen wir nachher noch dazu. Mit dem fängt es einmal an. Also zuerst die Lager aufschrumpfen, wichtig, wärmen, schön die Wellen kühlen und dann geht das von alleine wunderbar drauf. Das habe ich natürlich alles schon vorbereitet. Lasst einfach die Finger von dem Billigscheiß, weil das Zeug verhebt nicht. Gerade so Kurbelwellen ist ein riesiges Thema. Zündspulen, da gibt es für 20 Franken natürlich schon Zündspulen. Und es gibt für 80 Franken Zündspulen und das hat natürlich alles seinen Grund. Wer billig kauft, kauft zweimal. Wir haben hier jetzt auch ein Nachbaugehäuse. Da hat es noch ein paar Anpassungen, die man natürlich vorausmachen kann. Da unten zum Beispiel ist der Zapfen drin, dass man nicht grössere Kölben montieren als 38 mm. Dann haben wir hier bei der Zündung einen Stift, dass man die Zündung nur einen gewissen Bereich verstellen kann. Das mache ich zu, schneide das Gewindchen rein mit einem M5 Madenschrauben. Das Gewind nicht durchschneiden, dann mit Loctite schön anziehen, dann kommt euch da unten kein Wasser rein. Man braucht nicht viele Sachen. Bremsreiniger, wichtig zum Entfetten. Einfach das Komplette. Also die Lagerschale hier, die Aufnahme, dann die Dichtfläche natürlich. Das muss einfach alles wirklich fettfrei und sauber sein. Dann hier im inneren Teil der Simmering ein bisschen Schmutz an. Solange der Simmering dicht ist, sieht das nie Öl hier im Inneren. Das hat 2 Dichtlippen und dann kann euch das anfangen zu quietschen. Und wie gesagt, ich tue da gerne ein bisschen Loctite an, weil es kann natürlich gleich mal sein, dass das nicht ganz so dicht ist. Das ist einfach sicher, ist sicher. Gerade wenn man eben ein bisschen mehr Leistung verpasst dem Ganzen, dann hat das natürlich auch mehr Druck, Unterdruck und so in dem Gehäuse rein. Da ist ganz wichtig, dass man hier einen Abstand lässt zwischen Simmering und Kurbelwellenlager. Ich kann es auch schnell in die andere Hälfte legen, dann sieht man es ein bisschen besser. Es ist ganz wichtig, dass wir hier zwischen ihnen eine Nut haben, weil eigentlich die Schmierung von diesem Lager geht fast nur über diesen Kanal. Dann haben wir hier zwischen ihnen eine Nut und da kann es quasi das Benzin-Ölgemisch dort hin und somit schmiert es das Lager. Jetzt schauen wir, dass das schön überall gleichmäßig da drin liegt. Dann machen wir dasselbe. Es braucht wirklich nicht viel, also nehmt nicht zu viel. Dann nehme ich da jeweils noch ein bisschen Öl für die ersten paar Mal rundherum drehen. Da sowie auch am unteren Pleuellager einfach ein bisschen Öl an. Das braucht nicht viel, aber einfach für die ersten paar Mal rundherum drehen, dass es auf keinen Fall trocken läuft. Gut, jetzt kommen wir zum Abdichten der Dichtfläche. Bei der E50 da hat es ja keine Dichtung, wie bei Sachs, Puch etc. oder beim Sachs Z50 und so weiter, haben wir hier auch keine Dichtung zwischendrin. Und jetzt kommt da einfach ein bisschen Dichtmasse. Also, wir sehen es leider immer wieder, wenn wir das Zeug zerlegen,
dann hat es Dichtmasse drauf ohne Ende. Oder? Also dann gibt es so Würste, die dann überall liegen. Und die Würste, gerade so in diesem Bereich im Kurbelgehäuse, das kann natürlich sehr schlecht sein, weil das kann euch dann genau so einen Kanal da verstopfen. Genau, das ist viel zu viel. Also jetzt könnt ihr mit dem Finger so durchtippen. Das langt wirklich vorig. Viel wichtiger ist es einfach, dass die Dichtfläche quasi wirklich fettfrei ist. Jetzt kann man das auch noch ganz leicht schon ein bisschen antrocknen lassen und in dieser Zeit die Schrauben holen. Ich mache immer sehr gerne, da alles parat eigentlich, was man braucht. Also wirklich schöne Auslegeordnung von der Schrauben, von den Ersatzteilen, wie zum Beispiel Kupplungskorb mit diesen Scheiben. Die Zündung ist auch ready. Jetzt nehmen wir hier die Schrauben, die brauchen wir. Dichtmasse, da gehen wir jetzt nicht gross drauf ein, da gibt es 100 verschiedene und jeder hat seine Vorlieben. Ich bin jetzt hier bei der Loctite 510, das ist jetzt mein Favorit jetzt für diesen Fall. Da haben wir überall schön Dichtmasse drauf, Loctite, auf den Simmering und haben wir alle Lagerstellen. Und hier hinten haben wir das alles geölt. Und dann ist das nämlich schon ready zum Zusammenstecken, zusammen mit dem Ding. So, das sind die. Jetzt machen wir da mal 2 Schrauben rein. Ich mache immer gerne da vorne. Und dann noch, was machen wir noch? Da noch eine. Einmal zusammenziehen, dass es im Lager ist und wieder leicht lösen. Warum komme ich gerade dazu? Es ist leider manchmal so, dass die Nachbaugehäuse nicht perfekt aufeinander stimmen. Das heisst, die ganze Lagersitz zu der Dichtfläche. Und dort kann man ja wirklich nichts machen. Die Lagersitz, die drückt ja schön in die Kurbelwellenlager rein. Und dort bewegt man kein Hundertstel Millimeter mehr. Und darum mache ich das einmal noch gerne so. Ich tue da den Zylinder draufstecken. Da geht es eigentlich wirklich nur darum, um die Dichtfläche möglichst gerade zu ziehen. Also ist klar, das ist natürlich nur, wenn es ganz, ganz wenig ist, oder wenn es erheblich ist. Das heisst, wenn die Dichtflächen wirklich nicht schön stimmen zueinander, dann funktioniert das natürlich nicht. Dann muss man das Gehäuse leer zusammenschrauben mit dem Lager drin, dass man eine schöne Ausrichtung hat und dann obendran im Idealfall mit der Fräsmaschine das Ganze überfräsen, ganz fein, oder einfach wirklich sauber abziehen. Das hat ja auch einen Grund, wieso dass die originalen Gehäuse immer nummeriert sind, weil das wird miteinander bearbeitet nach dem Gießen. Und das ist einfach wirklich etwas sehr, sehr Wichtiges, dass das stimmt. Weil sonst hat man nachher die ganze Zeit Probleme mit Falschluft. Und das wollen wir ja vermeiden. Jetzt sieht man hier die Dichtfläche, die stimmt perfekt überein. Das spürt man sofort, wenn es ein bisschen Unterschied hat. So. Ich habe ja wirklich sehr, sehr wenig Dichtmasse da, aber man sieht hier wunderbar, wie es das doch noch recht ordentlich rausdrückt. Dann kommen wir weiter zu der Kupplung. Da nehme ich jetzt eine verschweißte. Die Originalen sind nur gepresst und die kann so putzen. Oder? Dann haben wir hier verschiedene Ringe. Da sieht man es jetzt gut. Wir haben einen grösseren und einen kleineren. Das ist einmal für die Anlaufscheibe für hinter den Kupplungskorb und einmal vorne dran. Die hinter tue ich immer gerne mit ein bisschen Fett her, weil dann heben sie. Und da ist ganz wichtig, dass sie wirklich hinten dran, man sieht es, ich nehme sie nochmal weg, man sieht es hinten dran, da hat es ganz einen feinen Absatz, wo der Sicherungsring drauf ist, der Sägering. Und die muss wirklich direkt an den Sägering an. Dann haben wir hier den Kupplungskorb. Der hat ja die ganz feinen Bohrungen für die Hülsen hier.
Und da ist wirklich mega wichtig, dass die Löcher frei sind. Ich tue da immer ein bisschen Öl rein. Und dann sehe ich, wenn es runterläuft, dann ist es gut. Das Zeug natürlich immer ölen vor dem Montieren. Hier die Wellen und die Lagerbüchse. Der muss Ring laufen und man muss die Scheiben so wählen. Der Kupplungskorb der muss so rund 1 bis 2 Zehntel axial Spiel haben. Und dann kommt die kleinere Anlaufscheibe und dann kommt der Sicherungsring. Also wenn das zu eng ist, dann merkt ihr schon, dann kann man den nicht mehr drehen. Ich gebe natürlich lieber ein bisschen weniger, also irgendwie so 1–1,5 Zehntel. Wichtig, dass muss wirklich Ring laufen. Wir können natürlich auch mal schnell ein bisschen vorab greifen. Hier haben wir einen originalen Metra-Kit. Die sind, glaube ich, 43,5 original. Der ist auf 45 gehonert mit einem anderen Kolben. Und das Metra-Kit-Zeug, das Originale, das ist ziemlich auch so ein heiliger Gral für die einen. Ich habe jetzt noch nie einen montiert. Ich bin sehr, sehr gespannt, was das Ding bringt. Mit einem Millimeter mehr Hub natürlich muss man dann auch unten dran einen halben Millimeter Dichtfläche drunter und den Kolben andrehen. Da kommen wir aber als nächstes dazu. Also, was mache ich da für eine Kupplung hier? Ich habe mich jetzt für eine HK entschieden. Bei diesen HK, die sind natürlich gemacht für absolute Rennzwecke. Darum haben die abartig starke Federn drin, original. Und das hat einen Grund, dass wenn man natürlich beim Rennen, dort hat man irgendwie eine Drehzahl von 12.000 bis 16.000 Umdrehungen, wenn nicht noch mehr. Und dort hat man die Leistung eigentlich nur oben raus. Also dort bringt es nichts, wenn die Kupplung vor 5.000 greift. Also die ist wirklich, die hat einfach so harte Federn, dass sie sehr, sehr spät erst komplett einhängt. Und das will ich natürlich nicht. Ich will natürlich auch eher ein bisschen spät greifende, aber nicht erst bei 5.000, 6.000. Ich glaube, die kannst du sogar einstellen, dass sie erst bei 7, 8 kommen. Ich fahre ja kein Moffa-Cross oder etwas, darum weiss ich das nicht so genau, aber auf jeden Fall sind die Federn jenseits von Gut und Böse und ich mache jetzt hier andere rein. Gut, man sieht hier einen deutlichen Unterschied. Das ist HK Original Race und das sind jetzt Federn von der DMP. Die sehen zwar jetzt butterweich aus, aber wie man gut sieht, sie sind auch länger. Die ich jetzt hier von der DMP, die Originalstärke von der DMP, wir nehmen die hier, die haben zwar weniger Federstärke, aber wir tun sie mehr komprimieren. Das kann man ja hier einstellen, bei den Originalen ja auch. Zum Wechseln ist es ein bisschen heikel, weil die 3 Schrauben, die da drin sind, die sind eingekleimt, eingeklebt. Meistens muss man 2 von 3 mit dem Linksrollbohrer rausnehmen. Aber das macht man einmal, weil diese Federn hier, die passen nicht durchs Loch durch. Die sind so dick. Die sind hier überall, haben die eine Führung, dass sie nicht rausfallen können, was sehr, sehr gut ist, weil dann drückt es auch weniger schräg. Und jetzt ist einfach wichtig, dass man die hier natürlich genau gleich einstellt. Ich nehme jetzt hier mal so leicht eine halbe Umdrehung vertieft und mache jetzt die alle gleich. Also die sind hier geführt, plus natürlich auch hier rein. Gerade so Menschen mit meinem Gewicht, dort ist es natürlich eher besser, wenn sie ein bisschen später reinhängen. Einfach, dass man ein bisschen mehr Drehzahl hat, wenn sie greift. Da kommt man halt einfach von null an viel, viel besser weg. Jetzt Kickstarter-Motor. Da haben wir ja, wie wir sehen, haben wir hier keinen Kupplungsbelag. Da kommt einfach lediglich quasi die Tellerscheibe mit dem Zahnrad an. Da greift dann der Kickstarter ein. Und da auch bei diesen Muttern entweder Schmutzi oder Öl. So, die ziehe ich jetzt einfach von Hand mal ein bisschen an, weil da muss man natürlich zum richtigen Anziehen muss man dann anheben und das können wir erst, wenn da das Polarrad drauf ist. Also, dann können wir auch schon auf diese Seite Zündung. Dann tue ich immer gerne da unten mit den Aalen noch quasi die Mitte definieren, dass es wirklich schön rundherum da die Kupfertrötchen hat. Wie klein kann etwas sein, bitte? Wenn die Original noch drin ist, kann man die Original drin lassen, aber natürlich, die haben dann irgendwann auch ihr Alter und ich kann es halt auch
putzen, wenn sie heiß wird. Wir nehmen jetzt immer Dugatti-Zündspule, Bero-Unterbrecher und Swing-Kondensator. Mit diesen 3 Komponenten haben wir eigentlich die beste Erfahrung gemacht. Die einen fragen sich jetzt, hey, wieso macht jetzt der andere dort eine Unterbrecherzündung ein? Ganz einfach, ich bin einfach ein absoluter Fan von Unterbrecherzündungen. Gerade bei so einem Custom-Projekt sehr, sehr wenig, kein Seitenschutz, nur ein Kettenschützchen feins. Und dort müssen wir irgendwo noch 2, 3 so Geräte externe montieren. Und ich finde das einfach optisch nicht wahnsinnig schön. Und so Unterbrecherzündungen, also bis 10.000, 12.000 Umdrehungen, langt das vorig. Und das ist jetzt auch natürlich sehr, sehr wichtig, dass man da die ganze Sache so verleiht, dass die Kabel nie anstehen, an der Kurbelwelle oder am Schwungrad. Man sieht jetzt da hat es einen schönen Abstand zwischen ihnen. Dann kommen die Kabel, lege ich immer so ein, dass die nachher am Schluss da reinliegen. Dann haben wir genug Abstand. So, hier nochmal kontrollieren. Hier da schön reinpflümeln. Wunderbar. So, und jetzt kann man ja die ganze Geschichte so drehen, um den Zündzeitpunkt zu verstellen. Ich gehe jetzt da mal nicht ganz auf die Mitte. Das Problem ist ein bisschen bei diesen E50-Motoren, sie werden sonst schon relativ heiß. Und wenn man dann noch eine Vorzündung eingestellt hat von 2 und plus Millimeter von OT, das ist einfach wirklich heftig, das ist viel zu viel. Also, wir gehen seit längerem wirklich so auf 1,6. Wenn es mal wirklich scharf muss sein, 1,8, aber absolutes Maximum. Also original irgendwo um die 1,5 lange vorig. Zylinder. Ich habe ja Kurbelwelle drin mit 1 mm mehr Hub, das heisst 0,5 weiter runter, 0,5 weiter rauf. Und ich habe jetzt hier eine Dichtung, die hat 0,5 mm. Natürlich, wenn man sie dann quetscht, hat sie ein bisschen weniger. Wirklich wichtig, dass die hier einfach schön passen. Wenn die Dichtung natürlich kleiner ist als der Überströmkanal, das ist natürlich, da kastriert man den Zylinder ganz extrem. Und das ist jetzt eine Dichtung, die ist auch schön satt drauf, weil viele Dichtungen, die haben schon Spiel auf dem Hals da und das ist halt einfach schon sehr, sehr schlecht. Gut, Kolbenbolzensicherungen immer nach oben oder nach oben. Kolbenring montieren, da tue ich halt auch immer ein bisschen Öl in die Nuten. Einmal, zweimal. Da nehme ich halt auch immer die 7 mm Gewinnpölzen. Macht die Montage natürlich nicht einfacher, aber sie haben einfach wirklich eine saubere Führung. Vielleicht wird jetzt hure schwierig. Ah, fuck. Irgendwie geht das nicht mit dem hure Sack. So, komm. So. Der hat wirklich fast kein Spiel mehr. Den Kopf den müssen wir noch anpassen, weil der Kolben der schaut noch ein bisschen aus dem Zylinder raus. Der Kolben steht ganz leicht noch vor. Wenn wir jetzt das anschauen, das kann natürlich nicht trainieren gehen. Dann haben wir eine Quetschkante von annähernd 0, jetzt im Moment sogar minus. Jetzt tasten wir uns mal an. Der Winkel ist natürlich sehr, sehr wichtig. Wenn da die Seite außerhalb vom Kolben ist, dann sieht man auch viel, dass der Winkel nicht so ist. Das wäre eigentlich optimal vom Brennraum, sondern dass der so ist. Und dann quasi kastriert man da das Ganze. Ja, aber es ist ganz, ganz fein, sieht man es. Ja. Und das passen wir jetzt an. Spannen wir den Kopf auf und drehen da quasi den Winkel andrehen und nehmen dann schon mal 1 mm. Weil wir haben jetzt ja 0 oder eher Minus. Und 1 mm kann ich sicher mal nehmen und dann kann ich messen, wie viel das er hat. Jetzt haben wir hier eigentlich ganz ein einfaches Tool, wo man das hier einfach spannen kann. Das ist natürlich der Vorteil, wenn man das Kerzengewinde mittig hat. So, dann haben wir jetzt einen 45 Grad Stahl. Kann man jetzt natürlich in jedem Winkel, wo man will, kann man den natürlich einstellen.
Jetzt sieht man deutlich, dass er hier tiefer reingekommen ist, der Millimeter. Und jetzt kann ich mal die Quetschkante messen und schauen, wie ist der Winkel. Wo muss ich noch im Winkel etwas verändern? Irgendwo steht er an. Man sieht es da sehr gut. Da die Spuren. Das ist bei der Brennraumkante. Und das ist genau diese Kante hier. Also ich gehe jetzt nochmal auf die Drehbank, weil der Winkel der stimmt absolut noch nicht. Ich muss da rein noch viel mehr nehmen. Und jetzt steht er ja an, das heisst, ich nehme dem mal 1,2 mm. Nur da rein und da aussen gehe ich aber auf 0. Und das Ziel ist, bei diesem Ding 1,1 mm Quetschkante irgendwo da rum. Nicht unter 1, Maximum 1,2, irgendwo in diesem Range rein. Der Winkel stimmt nicht so, wie er jetzt ist. Ich muss den steiler machen. Das heisst, ich schiebe mal 1 um. Fahre hierher. Jetzt wird es natürlich sehr, sehr eng mit der Mutter, aber das langt. Dann fahre ich sicher mal 1,2 hinterher. Jetzt bin ich gespannt. Wenn er natürlich zu viel Verdichtung hat, dann ist das Problem auch wieder, dass er heiß wird. Also die 50 werden, wie schon gesagt, unheimlich schnell heiß. Gründe dafür Zündung, zu viel vor OT, dann zu hoch verdichtet. Das sind so ein bisschen die Hauptgründe für heiße Motoren. Man sieht das sehr gut, wenn das Flammrohr blau wird, dann ist meistens einfach wirklich das Problem, dass die Zündung zu früh eingestellt ist. Und jetzt bin ich dann gespannt, es ist echt knapp. Im Notfall kann man natürlich auch noch mit einer dickeren Dichtung arbeiten. Ich habe jetzt hier einen 0,3er drin. Und jetzt nehme ich da mal so einen Lötzinn. Mal an 3 Stellen. Also der Winkel stimmt, da hinten ist er nämlich dicker als vorne. Also das ist genau das, was man wollen. Wenn das umgekehrt wäre, wenn er da dicker wäre als da hinten, dann wäre eben genau der Winkel, der nicht geil ist. Ich will eigentlich nicht mehr abdrehen, weil der Brennraum ist schon sehr, sehr mager. Jetzt sind wir bei 0,6. 0,6 ist sicher zu wenig. Klar, also in den Rennzwecken und so weiter kann man schon mal auf 0,8 gehen, aber das ist dann schon abartig. Also 4 Zehntel mehr ist jetzt eigentlich das Ziel. Und ich schaue jetzt mal schnell, ob es eine Dichtung hat, die dicker ist. Und im Notfall muss ich halt dann in den Brennraum alles nachdrehen. Da haben wir 0,2, das heisst 0,6 dicke Dichtung. Gefunden 0,5. Schauen wir mal, wenn man die quetscht, wird sie natürlich noch ein bisschen kleiner. Ja, das ist geil. Klar, wenn man so einen Daily hat, so etwas, wo man sehr viel fährt, oder bei einem Reisehobel würde ich es auch absolut nicht empfehlen. Bei diesen Geschichten Zündung und Quetschkanten so ans Limit gehen, weil das macht den Motor natürlich nicht langlebiger. Aber wenn man so einen Racer hat, zum Gipfeli holen schnell, dann geht das schon. Übers Kreuz. Ja, schau jetzt, ist gar nicht so schlecht. 1,1. Da ist quasi fertig, da ist es ganz hinten und er geht schön gleichmäßig auseinander. Da muss er am dicksten sein und da hinten am dünnsten. Und wenn jetzt das Bild, wenn jetzt das irgendwie so ein bisschen komische Formen hat, dann wäre es nicht gut, aber so ist es perfekt. Also, die Zündung einstellen, ganz etwas Wichtiges. Die Abstände von diesen Polschuhen zum Polrad, die müssen 3 Zehntel sein. Zu nahe ist nicht gut, weil dann kann es streifen. Und zu weit weg, dann hat man zu wenig Impuls. Das heisst, einen schwachen Funken. Und der ist jetzt zu nahe. Also jetzt noch nicht angehängt. Genau, Unterbrecher einstellen. Ich dachte, also, Unterbrecher. Also, jetzt sieht man, geht rauf. So, und da kehrt er. Das heisst, das ist OT.
machen wir eine Markierung. Da ist OT, jetzt gehen wir in die Gegendrehrichtung. 1 mm, 1,5, 1,6. Da ist unser Zündzeitpunkt, das heisst, da muss der Unterbrecher aufgehen. Und jetzt können wir hier auch den Unterbrecher ganz einfach, ganz leicht anziehen. Und dann haben wir ja hier die 2 Näschen, die wir jetzt schön einstellen können. Wenn man leicht anzieht und einfach jetzt an der Kurbelwelle anstellt, dann sollte das eigentlich schon passen. Das Geile finde ich jetzt halt eben bei diesen Unterbrecherzündungen, dass man einfach von Hand, wenn die gut eingestellt ist, ich fahre jetzt einfach von Hand gar nicht schnell über den Zündzeitpunkt und ich habe mindestens 5 mm Funken. Das ist geil. Ich liebe Unterbrecherzündungen. Unterbrecherzündungen, ja, die sind natürlich nicht wartungsfrei, aber elektronische Zündungen haben immer Probleme mit der Hitze. Und die haben eine Geberspule, die ist drin. Natürlich die Zündspule an sich ist außen. Die hat dann natürlich logischerweise kein Problem mit der Hitze, aber die Geberspulen vertragen nicht immer zu viele Temperaturen. Und ich bin einfach so gut gefahren mit diesen Unterbrecherzündungen, dass ich da nichts mehr Neues anfange. Kickstarter-Deckel ist auch ein Nachbau, ist auch neu. Ich musste aber da rein habe ich aber ausschleifen, sonst hätte das Rädchen am Gehäuse gestreift. Da ist noch ein bisschen Nacharbeit nötig, aber durchaus machbar. Der Deckel, der ist ja hier geführt, das sehen wir hier rein. Da haben wir eigentlich die Drehbewegung, die vom Kickstarter rauskommt. Und das Teil, das hat hier innen die Verzahnung. Und das drückt es dann eigentlich raus und da greift es auf die Zähne. Da tue ich jeweils einfach überall ein bisschen Öl an. Nicht zu viel. Das hat ja dann nachher Öl drin. Was steht jetzt wo an? Ja, jetzt sehe ich den da. Das ist eben einmal ein bisschen Gewürge. Nein, jetzt ist er wieder rausgekommen. Ja, das ist halt ein bisschen Gefummel da. Ich glaube, das gehen wir jetzt. Das lassen wir jetzt einfach so stehen. Also theoretisch wäre das doch auch. Also es gibt nicht mehr viel zu tun. Es ist noch der Kickstarter-Deckel und Vergaser. Das sehen wir dann aber im nächsten Video. Im nächsten Video wird der Motor in den Rahmen gebaut. Da hinten liegt er nämlich schon parat. Und das gibt eine schöne Sache. Ich freue mich darauf, um euch das zu zeigen. Bin ich sehr gespannt, was ihr davon haltet, weil so farbig ist es noch nie gewesen, definitiv noch nie. Dann würde ich sagen, dann sehen wir uns in 2 Wochen wieder. Sind gespannt darauf. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet von diesem Projekt. Und dann wünsche ich euch eine schöne Zeit und bis in 2 Wochen. Tschüss zusammen. Also, ich habe unterdessen auch gemerkt, wieso der Deckel nicht drauf geht. Falsch Guckungscode. Kickstarter sieht nämlich so aus. Jetzt. Ja, schau mal. So gut, haben die richtigen Teile gebaut.